Hallo liebe Freunde, Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Danke, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchte ich euch die aktuellen Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Danke für das Einschalten. Ich hoffe, die Nachrichten kommen bei euch gut an. Also bleibt bitte dran. Los geht's. Friedrich Merz. Der stellvertretende Vorsitzende des Russischen Föderationsrates, Konstantin Kosatschow, hat scharf auf eine Aussage des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz reagiert. Merz hatte erklärt, dass diplomatische Wege zur Lösung des Ukraine-Konflikts ausgeschöpft seien und Deutschland daher weiterhin Waffen an Kiew liefern werde. Kosatschow sieht darin eine bewusste Entscheidung zugunsten des Krieges. Wenn Diplomatie als erschöpft gilt, so sagt er, bedeutet das nichts anderes als die Vorbereitung auf einen großen Krieg, diesmal Europas gegen Russland, wieder angeführt von Deutschland. Laut dem russischen Senator können es sich europäische Politiker angeblich nicht leisten, friedlich mit Russland zusammenzuleben. Deshalb, so Kosatschow, sei mit weiteren Provokationen zu rechnen, zum Beispiel aus dem Baltikum, dem Kaukasus oder anderen Regionen. Zur Erinnerung, Friedrich Merz hatte kürzlich betont, dass der Konflikt mit Russland nicht mehr diplomatisch gelöst werden könne. Deshalb werde Berlin an der militärischen Unterstützung für die Ukraine festhalten. Migranten in Russland. Der russische Abgeordnete Michail Matwejew hat ein neues System zur Auswahl von Migranten vorgeschlagen, das sogenannte Ampelprinzip. In einem Interview erklärte er, dass man Herkunftsländer nach der Kriminalitätsrate ihrer Bürger einstufen könne. Sein Vorschlag: Länder sollten in 3 Zonen eingeteilt werden: Grün, Gelb und Rot. Grün steht für Länder, deren Bürger kaum auffällig werden, Gelb für mittelmäßige Statistik und Rot für Staaten, aus denen besonders viele Straftäter kommen. Nur Menschen aus grünen Ländern, so Matwejew, sollten gezielt für Arbeiten in Industrie oder auf Baustellen rekrutiert werden. Dagegen sei es riskant, unkontrolliert Migranten in den Dienstleistungsbereich zu lassen, etwa als Kurier oder Taxifahrer. Dort sei die Überwachung schwieriger. Außerdem wird in der Duma eine Alternative zu zentralasiatischen Arbeitskräften diskutiert. Der Abgeordnete Leonid Kalaschnikow schlug vor, mehr nordkoreanische Bürger zu beschäftigen. Denn, so sagte er, mit Nordkoreanern gab es nie ernsthafte Probleme im Bereich Migration. Frauen in Russland. Russlands Vizepremierministerin Tatjana Golikowa hat gewarnt. Bis zum Jahr 2046 wird die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter deutlich sinken. Von aktuell 34 Millionen auf nur noch 27 Millionen. Golikowa erinnerte daran, dass es zu Beginn der 2000er Jahre noch rund 39 Millionen solcher Frauen gab. Heute sind es 34 Millionen und in 20 Jahren, so sagt sie, werden es 7 Millionen weniger sein. Ihr Fazit: Wir befinden uns auf einem absteigenden demografischen Kurs in der wichtigsten Altersgruppe für Geburten. Schon im Jahr 2026 wird die Gruppe der Frauen zwischen 20 und 29 Jahren laut Prognose die kleinste sein, mit nur 7,18 Millionen. Doch genau in diesem Alter werden in Russland die meisten Kinder geboren. Im Durchschnitt bekommen russische Frauen ihr erstes Kind mit 26 Jahren. Die meisten Geburten finden im Alter von etwa 29 statt. Außerdem berichtete Golikowa, dass im Jahr 2024 rund 42.000 Frauen sich gegen eine Abtreibung entschieden haben und ihr Kind austrugen. Trotz positiver Tendenz bezeichnete sie diese Zahl als unzureichend und rief dazu auf, die Unterstützung werdender Mütter weiter auszubauen. Alkohol. Im Gebiet Amur
soll der Verkauf von Alkohol in der Nähe von Schulen, Sportstätten und medizinischen Einrichtungen strenger bestraft werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in die Staatsduma eingebracht werden. Vorgesehen sind Bußgelder von 100.000 bis 200.000 Rubel für Verantwortliche und von 300.000 bis 500.000 Rubel für Unternehmen. Zusätzlich droht bei juristischen Personen die Beschlagnahmung der alkoholhaltigen Produkte. Das erklärte der Senator aus dem Gebiet Amur, Artjom Scheikin. Ziel der Maßnahme sei es, die öffentliche Gesundheit zu schützen, vor allem die Jugend. Bemerkenswert ist, während solche Maßnahmen diskutiert werden, ist die Cider-Produktion in Russland zurückgegangen. Im Juni 2025 wurden 11% weniger Cider produziert als im Vorjahresmonat. Bäume fällen. In Russland wurde daran erinnert, Bäume einfach so auf dem eigenen Grundstück zu fällen, das kann teuer werden. Auch auf Privatland drohen Strafen, wenn kein offizielles Genehmigungsverfahren eingehalten wurde. Darauf wies Sergei Kolonow hin, stellvertretender Vorsitzender des Bau- und Wohnkomitees der Staatsduma. Wer ohne Erlaubnis einen Baum fällt, muss mit einer Geldstrafe von 3.000 bis 4.000 Rubel rechnen. Kommen dabei spezielle Maschinen zum Einsatz, erhöht sich die Strafe auf bis zu 5.000 Rubel und die Technik kann beschlagnahmt werden. In besonders schweren Fällen kann sogar eine Gefängnisstrafe drohen, bis zu 7 Jahre. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ist der Baum krank, abgestorben oder stellt eine Gefahr dar, darf er gefällt werden, allerdings nur mit einem Gutachten von Fachleuten. Das gilt auch für von Schädlingen befallene Bäume. Besonders streng sind die Regeln bei seltenen oder geschützten Baumarten, also solchen, die zum Beispiel in Russlands roter Liste stehen. Auch auf privatem Boden ist hier eine spezielle Genehmigung erforderlich. Also liebe Freunde, das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute bei der Arbeit und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann, tschüss!